Aus einer unfahrbaren Achterbahn wurde ein geisteskranker Rollercoaster, der in der zweiten Hälfte auch ein bisschen anstrengend wird. Und ich sag mal so viel, was sich bewegt, kann nicht brechen. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Einzelreview meinerseits. Und heute reden wir über Wildcats Revenge im Hershey Park. Und die Rache der kleinen süßen Katze hat es wirklich in sich. Das ist ziemlich cool, denn die Achterbahn hieß vorher Wildcat und jetzt Wildcats Revenge und wurde umgebaut aus einer normalen Holzachterbahn, die wirklich nicht unglaublich gut fuhr, wurde ein Hybrid-Coaster, der größer, länger, höher, schneller und vor allem wilder und verrückter geworden ist. Und wir sind auch beide Versionen gefahren und das sind, glaube ich, genug Gründe, um über diese Bahn im Einzelnen einmal zu sprechen. So etwas kennt ihr vielleicht aus dem Walibi Holland. Da gab es die Holzachterbahn Robin Hood und die war auch vielleicht hier und da nicht so toll. Und dann hat man das Ganze umgebaut zu einem Hybrid-Coaster und auf einmal gibt es Überkopf-Elemente und die Fahrt ist schnell und wild und daraus wurde Untamed. Und das gleiche ist quasi hier bei Wildcats Revenge passiert im Hershey Park. Und in dem Fall holt man sich dafür die Firma RMC, also Rocky Mountain Coasters aus den USA, und die haben den patentierten iBox-Track. Das ist so ein Schienenprofil und das kommt quasi auf die alte Holzachterbahn oben drauf. Aber man sägt so die Hälfte ab und baut wieder viel neu oben drauf und vor allem hat man hier viel neu oben drauf gebaut. Und passiert ist das Ganze im Hershey Park und ja, der hat mit dieser Schokolade zu tun und es dreht sich quasi alles um Hershey-Schokolade. Das Ganze spielt sich jetzt im Hershey Park ab. Der Hershey Park ist in Hershey in Pennsylvania in den USA und RMC hat den Designer Joe Draves dazu geholt, der unter anderem 3 Inversionen jetzt damit reingeplant hat. In einer Achterbahn, die vorher nicht über Kopf fuhr, geht es jetzt 3-mal über Kopf. Und zwar sehr verrückt mit dem Step-Up Underflip. So bezeichnet ihn auf jeden Fall die Rollercoaster Database. Das ist so ein Fahrelement, das hat eigentlich nicht unbedingt einen eigenen Namen, weil es das so vorher gar nicht richtig gab. Dazu kommt aber der sogenannte Zero-G-Stall. Das ist wirklich so nice. Eines der besten Achterbahnelemente überhaupt. Hershey Park hat es irgendwie 2023 auch als größten seiner Art vermarktet. Und 2 Zero-G-Rolls kommen noch dazu. Wir haben eine volle Stunde und die bösewichte Uhr spielt ihre Melodie. Bei Wildcats Revenge ist es jetzt sehr naheliegend, dass die ursprüngliche Bahn, die dafür umgebaut wurde, Wildcat hieß. Aber damit ist nicht im Hershey Park Wildcat gemeint, die von 1923 bis 1945 dort in Betrieb war, sondern die Holzachterbahn Wildcat, die von 1996 bis 2022 fuhr. Aber auch hier gibt es eine Besonderheit, denn Wildcat war die erste Achterbahn von GCI, Great Coasters International. Das ist die Firma, die unter anderem Troy, Joris in the Draak oder auch Wodan gebaut haben. Und die allererste Achterbahn, die sie jemals gebaut haben, war Wildcat im Hershey Park. Damals am Anfang noch mit PTC-Zügen, Philadelphia Toboggan Coasters. Und dann kam im Jahr 2007 dann das Update zum GCI-eigenen Zügen, und zwar den sogenannten Millennium Flyern. Das sind die Züge, die ihr auch kennt. Wir sind Wildcat auch im ursprünglichen Zustand 2018 gefahren. Das war wirklich echt brutal, aber es ist krass, wie Wildcats Revenge gewachsen ist im Vergleich zu Wildcat. Denn von 32 Metern Höhe geht es jetzt auf 42,7 Meter Höhe. Die Streckenlänge von 970 Metern hat sich verlängert auf 1069,8 Meter und die 80,5 km/h Spitzengeschwindigkeit liegen jetzt bei 99,8 km/h. Das Thema hat sich eigentlich nicht geändert, denn es gibt keins. Vorher war es halt Wildcat und jetzt ist es Wildcats Revenge. Ich finde aber bei Wildcats Revenge die Farben super stark. Du hast halt dieses Holzgebälk, darauf gibt es dann ja doch mal ziemlich viel Stahl, was die Schienensplitter halten wird, und dieser Stahlaufbau, der ist diesmal nicht verzinkt, sondern der ist schwarz lackiert und darauf dann die rote iBox-Schiene, beziehungsweise die 2 Schienen oder die 2 Laufflächen. Das sieht sehr, sehr cool aus. Der Zug ist ja der Standardzug, wo ihr dann halt einen Gurt und einen Bügel noch separat habt, aber
laut Park sind die Frontcars unterschiedlich, aber die Frontcars sind schon cool, denn da ist dann die Wildkatze vorne drauf als ja, modellierte Figur. Aber sonst ist thematisch da halt gar nichts los. Das ist ziemlich schade, aber es sieht im Ganzen schon ziemlich fresh aus, ist aber ja auch ziemlich neu. Ihr müsst übrigens, wenn ihr fahren wollt, nachdem ihr angestanden habt, erst einmal unten draußen alles in Schließfächer packen, alle losen Gegenstände und alles andere und überhaupt, damit ihr wirklich komplett frei seid und blank seid. Dann geht es die Treppe hoch in die Station und da ist dann die Einteilung in die verschiedenen Reihen und dann startet auch bereits die Fahrt. Und die Fahrt startet oben aus der Station direkt raus und es geht auch direkt los. Mit so einem verschlungenen S-Kurven-Gebänke, Geneige, ein bisschen rumgefahre. Das ist direkt schon ja, außergewöhnlich. Es ist aber noch sehr langsam, sehr gediegen und bringt uns einfach nur zum Kettenlift. Und der Kettenlift bringt dann den Zug auf den höchsten Punkt der Fahrt. Und oben angekommen geht es über die Kuppe und in den First Drop, der geschmeidige 82 Grad Neigung hat und damit die Energie liefert, um den Zug durch die Strecke zu bekommen, die es wirklich in sich hat. Vorneweg vielleicht die erste Hälfte ist echt geil, das ist richtig was los, da passiert richtig viel. Die zweite Hälfte ist ein bisschen anstrengender und du hängst halt überwiegend wieder mit den Oberschenkeln in den Bügeln. Das ist nicht so toll. Aber nach dem First Drop mit 82 Grad Neigung haben wir genug Geschwindigkeit und es geht nach oben in die erste Inversion und das erste große Element von Wildcats Revenge und das ist der Step-Up Underflip. Kann ich gar nicht beschreiben, sieht man hier zum Glück auf ein paar Aufnahmen, glaube ich, zwischendurch mal. Ist echt kurios, macht aber Bock und du weißt erstmal nicht, okay, wo bin ich, was passiert hier? Und das Ganze mündet in einer großen Rechtskurve, die wiederum in einen großen Airtime-Hügel führt und der ist noch ziemlich nice und vor allem geht er durchs Gebälk durch. Das ist auch immer ein cooler Effekt meiner Meinung nach. Danach folgt so eine Bergaufpassage, ein kleiner Uphill mit einer Neigung nach außen und das Ganze mündet dann in einer langgezogenen Overbanked Curve, wo man einfach viel zu sehr geneigt ist und die zieht sich auch dann runter bis ganz Richtung Boden. Und das nur, um wieder Schwung aufzubauen, um hochzufahren in den Zero-G-Stall. Das ist so nice. Du fährst nach oben, der Zug dreht sich auf den Kopf und fährt quasi kopfüber ein relativ langes Stück, bei dem du aber Schwerelosigkeit hast, um dann erst wieder zurückzudrehen und weiterzufahren. Das ist wirklich ein tolles Element. Daraufhin folgt eine langgezogene Rechtskurve, die auch irgendwann im Verlauf ja, mittig dann komplett overbanked wird und dann sich wieder zurückdreht und Schwung nimmt, um nochmal über einen großen Airtime-Hügel zu fahren, würde man meinen. Aber man fängt mit dem Airtime-Hügel an und oben kommt einfach so ein Knick nach links, der nicht geneigt ist und es geht einfach in eine andere Richtung weiter. Das ist schon, ab diesem Moment ist klar, jetzt wird's wild, jetzt tut's weh, halt dich fest. Ab geht die Post. Es gibt noch mal so einen kleinen Dip nach unten. Wir nehmen Schwung und fahren in eine Zero-G-Roll. Nach der Zero-G-Roll geht es dann in eine große Linkskurve, die auch wieder overbanked wird und die mündet in eine zweite Zero-G-Roll. Und danach gibt es eine leichte Rechtskurve mit so einem Airtime-Box. Das ist echt, das ist kein Camelback und Bunny Hop mehr. Das ist einfach nur, nimm das mit. Bam, hier ist Energie. Ich möchte noch ein bisschen liebevoller behandelt werden. Und dann geht es viel zu schnell nach oben mit dem Knick in die Schlussbremse und das zimmert dich nochmal richtig weg. Ich weiß nicht, ob man das auf den Aufnahmen sieht, aber das war auf jeden Fall hart. Und nach der Schlussbremse rollen wir gemächlich langsam in so einer 90-Grad-Kurve wieder Richtung Station. Was eine Bahn! Echt crazy, macht aber wirklich Spaß, sieht toll aus und ist gelungen meiner Meinung nach. Und eine ja durchschnittliche Holzachterbahn mit schlechten Fahreigenschaften und einem jetzt nicht so grandiosen Layout, wie ich es in Erinnerung habe, ist zu einem sehr coolen Hybrid-Coaster geworden. Also es ist eine Bahn, wo es nicht schade ist, dass man den umgebaut hat. Sonst gibt es ja auch die Möglichkeit, diese RMC iBox Hybrid-Coaster komplett neu zu bauen, siehe Satram Energylandia. Aber das ist echt gelungen, meiner Meinung nach. Wildcats Revenge im Hershey Park. Was haltet ihr von dieser Bahn? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ansonsten wünsche ich noch einen wunderbaren Tag. Ihr abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Und morgen um 18 Uhr sehen wir uns wieder hier zu einem neuen Video.